Hallo liebe Nähfreunde! In diesem Video nähe ich mit euch eine locker geschnittene Hemdjacke, ein sogenanntes Jackett. Die Jacke ist perfekt für die Übergangszeit und sieht super lässig aus, zum Beispiel aus dickem Kord, kariertem Flanell oder auch aus Denim. Bevor ich euch gleich Schritt für Schritt zeige, wie die Jacke genäht wird, abonniert gerne noch meinen Kanal und wenn es euch gefällt, schenkt mir einen Daumen nach oben. Das Schnittmuster für die Hemdjacke mit mehreren Varianten findet ihr auf unserer Webseite unter diesem Link. Ihr könnt die lange Version nähen mit aufgesetzten Klappentaschen, seitlichen Nahtaschen und einem gerundeten Saum oder die mittlere Länge mit geradem Saum. Weiterhin enthält das Schnittmuster eine Kurzjacke mit einfachen aufgesetzten Taschen. Die gemeinsamen Details sind der Hemdkragen, das Rückenteil mit Passe sowie die Ärmel mit Manschetten. Nach Belieben könnt ihr die Jacke mit Druckknöpfen, angenieteten Jeansknöpfen oder auch herkömmlichen Knöpfen und Knopflöchern versehen. Verwendet zum Nähen weiche, voluminöse Stoffe wie Breitkord oder Mantelflausch oder auch feste Stoffe wie zum Beispiel Denim. Die Schnittteile für die mittlere Länge habe ich hier schon einmal vorbereitet. Den tollen Kordstoff mit extra breiten Rippen bekommt ihr in vielen Farben bei uns auf der Webseite, ebenso farbige Druckknöpfe. Wir benötigen die Vorderteile, das Rückenteil und die Passe, welche im Bruch zugeschnitten werden. Hier bei dem Kord könnt ihr mit dem Muster spielen und einige Schnittteile andersherum auf den Stoff auflegen. Tipps hierfür findet ihr im Schnittmuster. Weiterhin brauchen wir zwei vordere und einen rückwärtigen Beleg, einen Streifen für den Aufhänger, den Ober- und Unterkragen sowie zwei Kragenstege. Die vorderen Belege, der Oberkragen sowie die Kragenstege sind jeweils mit Bügeleinlage verstärkt. Dazu kommen die breiten Ober- und die schmalen Unterärmel sowie die Manschetten. Hier ist jeweils eine Hälfte, also die Außenseite, mit Bügeleinlage verstärkt. Für die mittlere und lange Version brauchen wir außerdem die aufgesetzten Taschen mit je zwei Klappenteilen, einmal die Innenseite aus Futterstoff und die mit Bügeleinlage verstärkte Außenseite. Dazu kommen die Nahtaschen mit je zwei Taschenbeuteln, der vordere ist jeweils aus Futterstoff. Für die Kurzjacke benötigen wir stattdessen nur zwei große Taschen. Für die lange Jacke brauchen wir zusätzlich noch die Belege für den geschwungenen Saum. Diese werden alle mit Bügeleinlage verstärkt. Für meinen Verschluss verwende ich farblich passende Druckknöpfe. Hilfreich sind außerdem Wonderdots zur Verstärkung. Habt ihr alle Materialien beisammen? Dann können wir jetzt loslegen. Zunächst bereiten wir die aufgesetzten Taschen für die Vorderteile vor. An den Taschenbeuteln habe ich bereits die geraden Eingriffskanten mit Overlocknähten versäubert. Ihr könnt hierfür auch einen einfachen Zickzackstich verwenden. Jetzt bügeln wir erstmal alle Kanten um. Zunächst werden die Längskanten jeweils 1 cm breit umgebügelt. Hier ab dem Knips etwas mehr, damit die Ecken später nicht hervorschauen. Jetzt die schrägen Kanten. Hilfreich bei solchen Arbeiten sind Bügelschablonen mit Maßeinteilung. Und jetzt wird noch der Tascheneingriff an den Knipspositionen, also mit 3 cm Abstand, umgebügelt. Überprüft hier, dass auch die Ecken schön symmetrisch sind.
Auf diese Weise habe ich jetzt beide Taschen vorbereitet. Nun kann der Eingriff im Abstand von 2,5 cm zur Kante festgenäht werden. Zum Nähen kommt mein Schnellnäher von Juki zum Einsatz. Dieser bewältigt auch dicke Materialien problemlos und hat dabei immer ein perfektes Stichbild. Dazu verwende ich strapazierfähiges Allesnähergarn von Gütermann. Wenn ihr eine Jeansjacke näht oder die Ziersteppungen besonders hervorheben wollt, könnt ihr dieses Ziergarn verwenden. Welche Einstellungen hierfür vorgenommen werden müssen, seht ihr in unserem Jeans-Nähvideo. Zum Nähen stelle ich die Stichlänge 3 ein und nutze für den Abstand die Markierung auf der Stichplatte. Beide Taschenbeutel sind vorbereitet, weiter geht's mit den Klappen. Hier habe ich schon an die linke Stoffseite des Außenteils aus Oberstoff die Nahtlinie mit der Schablone angezeichnet. Jetzt wird es rechts auf die Innenseite aus Futterstoff gelegt, zusammengesteckt, wobei sich die Klappe ein klein wenig wölbt, weil die Innenseite etwas kleiner ist. Und nun werden beide Teile entlang der Linie zusammengenäht. Für diese Verstürznaht verringere ich die Stichlänge. Wenn beide Teile zusammengenäht sind, können wir die Nahtzugaben an den Ecken verschneiden . Und die Klappe wenden. Die gewendete Klappe wird einmal übergebügelt und weil das Futter etwas kleiner ist, bleibt es unsichtbar unter der Außenseite. Nach Belieben könnt ihr die Klappe jetzt absteppen. Ich verwende einen Abstand von 5 mm. Damit sind die Taschenteile fertig und bereit zum Aufnähen auf das Vorderteil. Dafür übertrage ich vom Schnittteil die Markierungen für die Taschenposition auf die rechte Stoffseite und stecke hier die Tasche fest. Für ein harmonisches Bild kann ich mich hier wunderbar an den dicken Rippen orientieren. Wenn die Tasche festgesteckt ist, könnt ihr sie knappkantig aufnähen oder aber knappkantig mit einer weiteren Naht im Abstand von 5 mm. So mache ich es jetzt. Für diesen Arbeitsgang ist der Anschiebetisch sehr praktisch, denn hier kann ich das große Vorderteil wunderbar glatt auflegen. Ich beginne hier oben am Eingriff, etwa 7 mm von der Kante entfernt. Hier mache ich 2 Stiche und nähe dann knappkantig, also mit 2 mm Abstand zur Kante weiter.
Oben am Eingriff angelangt, nähe ich um die Ecke und verriegle hier das Stück, damit die Tasche gut hält. Und jetzt mit 5 mm Abstand zur ersten Naht wieder zurück. Sehr komfortabel wird dieser Arbeitsgang durch den Kniehebel, denn so habe ich beide Hände frei und kann das Stoffstück positionieren. Um den Endpunkt genau zu treffen, nutze ich das Handrad. Auch hier wird das kurze Stück als Sicherung verriegelt. Bei der Kurzjacke seid ihr jetzt schon mit der Tasche fertig. Bei der Midi- und langen Variante kommt jetzt noch die Klappe ans Vorderteil. Wenn ihr diese mit einem Knopfloch versehen wollt, dann empfehle ich euch, dies erst zu tun und dann die Klappe zu befestigen. Die Klappe wird oberhalb der Tasche mittig mit 7 mm Abstand positioniert. Die Außenseite liegt unten und wenn sie festgesteckt ist, nähen wir sie mit 7 mm Nahtzugabe an. Anschließend wird die Nahtzugabe auf etwa 5 mm gekürzt. Die Klappe heruntergelegt und noch einmal mit 7 mm Nahtzugabe festgenäht. Durch diese zweite Naht ist jetzt die darunterliegende Nahtzugabe verdeckt und damit sind unsere Klappentaschen fertig. Als nächstes werden bei der mittleren und langen Jacke die Nahttaschen an die Vorderteile genäht. Dies zeige ich euch ganz ausführlich am Beispiel eines Rocks in diesem Nähvideo. Die eingearbeiteten Taschen sehen dann so aus. Jetzt machen wir mit dem Rückenteil weiter. Hier wird die Passe rechts auf rechts mit 1 cm Nahtzugabe angenäht, die Nahtzugabe versäubert und nach oben in die Passe umgebügelt und von rechts nach Belieben knappkantig oder zweifach abgesteppt. Als nächstes werden die beiden Vorderteile rechts auf rechts an die Schulterkanten des Rückenteils genäht. Dabei geht ihr genauso vor wie bei der Passe. Hierbei wird die Nahtzugabe in das Rückenteil umgebügelt. Nun sind die Ärmel an der Reihe. Diese bestehen jeweils aus einem Ober- und einem Unterärmel und werden in der Naht mit einem Schlitz gearbeitet. Dieser beginnt hier am Knips. Beim Unterärmel habe ich die Kante schon bis 2 cm oberhalb vom Knips versäubert. Jetzt werden beide Teile rechts auf rechts zusammengesteckt und dann genau bis zum Knips mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Am Knips für den Schlitz endet die Naht und diese verriegle ich hier sorgfältig. So sieht diese Naht aus. Nun können wir die Nahtzugabe versäubern, wobei wir das bereits versäuberte Stück beiseite legen.
Die versäuberte Nahtzugabe wird in den Oberärmel umgebügelt. Hier am Schlitz werden die Kanten jeweils 1 cm umgebügelt. Als nächstes wird die Naht wieder von rechts abgesteppt. Hierbei wird am Oberärmel auch gleich die Schlitzzugabe festgenäht. Jetzt steppen wir noch die zweite Schlitzhälfte am Unterärmel fest. Ich beginne an der äußeren Absteppung des Oberärmels und nähe eine 1 cm lange Naht vor und zurück, um den Schlitzanfang zu sichern. Und jetzt geht es an der Schlitzkante des Unterärmels mit 5 mm Abstand weiter. Damit ist die zweite Schlitzkante fixiert. Nun können wir noch anhand der Knipse eine Falte legen, deren Bruch zum Schlitz hin zeigt. Die Falten habe ich an beiden Ärmeln mit Hilfsnähten fixiert. Die vorbereiteten Ärmel stecken wir nun rechts auf rechts anhand der Knipse an die Armlöcher. Zuerst stecke ich die Doppelknipse vom Vorderteil und Oberärmel zusammen. Dann folgen alle weiteren. Die Passe und die Ärmelnaht treffen hier genau zusammen. Wenn beide Ärmel festgesteckt sind, nähen wir sie mit 1 cm Nahtzugabe an. Da die Jacke locker geschnitten ist, hat der Ärmel kaum Mehrweite und lässt sich gut einnähen. Um den Stoff flach zu drücken, nutze ich eine Ahle. Beide Ärmel sind angenäht. Ich habe hier bereits die Nahtzugaben versäubert und jeweils in die Ärmel umgebügelt. Alternativ könnt ihr die Nahtzugaben auch in den Rumpf umbügeln und dann von rechts wieder absteppen, wie hier zum Beispiel bei dieser Jeansjacke. Als nächstes werden die Seitennähte geschlossen. Dafür habe ich die Kanten schon rechts auf rechts aneinander gesteckt, wobei die Armlochnähte aufeinandertreffen. Und hier an der Nahttasche habe ich die Eingriffskante beiseite gesteckt, damit ich sie nicht versehentlich annähe. Jetzt werden beide Seiten jeweils mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Beide Seiten sind geschlossen. Überprüft, ob die Enden des Nahttascheneingriffs gut mitgefasst sind. Zur Not könnt ihr dies noch korrigieren. Anschließend werden die Nahtzugaben versäubert und in Richtung Rückenteil umgebügelt. Bei der mittleren und kurzen Jackenlänge könnt ihr auch gleich die Saumzugabe versäubern. Weiter geht's mit dem Kragen. Wir haben den mit Bügeleinlage verstärkten Oberkragen, den unverstärkten Unterkragen sowie die beiden Kragenstege. Diese stecken wir jetzt jeweils rechts auf rechts anhand der Knipse an die beiden Kragenteile.
Wenn das getan ist, werden sie mit 1 cm Nahtzugabe angenäht. Die Kragenstege sind angenäht und ich habe hier bereits die Nahtzugaben auseinandergebügelt. Sollten sich diese nicht so gut legen, könnt ihr die obere Nahtzugabe in gleichmäßigen Abständen einknipsen und aus der unteren kleine Dreiecke herausschneiden. Wenn das getan ist, wird die Naht von rechts beidseitig abgesteppt, entweder knappkantig oder mit 5 mm Zugabe, so habe ich es gemacht. Als nächstes werden beide Kragenteile zusammengenäht. Hierfür habe ich auf die linke Seite des Oberkragens an den Ecken schon die Nahtlinien mit 1 cm Nahtzugabe angezeichnet. Nun stecke ich beide Teile anhand der Knipse zusammen. Der Oberkragen ist etwas größer, dies ist korrekt und sorgt dafür, dass sich der Kragen später schön legt. Die gesteckten Kragenteile werden mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Kurz vor der Ecke verringere ich die Stichlänge von 3 auf 2. Und jetzt nähe ich nicht genau bis zur Ecke, sondern 1-2 Stiche davor nähe ich schräg im 45° Winkel, etwa 2 Stiche. Und nun weiter. Dieser kleine Trick sorgt vor allem bei dicken Stoffen oder auch bei sehr spitzen Kragenecken dafür, dass beim gewendeten Kragen die Nahtzugabe im Inneren ausreichend Platz hat und so die Kragenecken richtig schön sauber werden. So sieht der zusammengenähte Kragen aus. Für den nächsten Arbeitsschritt habe ich die Nahtzugabe vom Oberkragen bereits umgebügelt und kürze die vom Unterkragen jetzt etwa auf die Hälfte. An den Ecken schneide ich die Nahtzugabe jeweils schräg ab. Und kann jetzt nun den Kragen wenden. Dieser Kantenformer hilft mir dabei. Den fertig gewendeten Kragen lege ich jetzt so hin, dass der verstärkte Oberkragen oben liegt und bügele ihn einmal über. Um dem Kragen hierbei gleich eine leichte Form zu geben, verwende ich ein Bügelei. Die Anleitung zum Selbernähen inklusive einer Gratis-Vorlage findet ihr auf unserer Webseite unter diesem Link. Ich arbeite hier mehr mit Dampf als mit Druck, damit die Kordrippen nicht platt gedrückt werden. Jetzt können wir die Kragenaußenkante noch absteppen, entweder knappkantig oder etwas breiter. Ich wähle 5 mm Abstand.
Damit der Nähfuß nicht schräg steht und das Stichbild weiter gleichmäßig bleibt, lege ich ein Stück Stoff unter den hinteren Teil. So sieht der abgesteppte Kragen aus. Weiterhin habe ich die beiden unteren Kanten mit einer Hilfsnaht bündig zusammengenäht. Da der Oberkragen etwas größer ist, hat er genügend Weite, um herumgelegt zu werden. Der Kragensteg gibt die Bruchkante vor. Als nächstes fertige ich aus diesem Rechteck einen Aufhänger. Die Längskanten werden beide zur Mitte gefaltet bzw. umgebügelt. Dann wird das Ganze umgeklappt und knappkantig zusammengenäht. Der Aufhänger wird mit jeweils 2 cm Abstand zur Kragenmitte mit kurzen Hilfsnähten fixiert. Den vorbereiteten Kragen stecke ich jetzt an den Jackenausschnitt, wobei der Unterkragen unten liegt. Ich beginne an der hinteren Mitte. Der Kragenknips trifft auf die Schulternaht. Und die Kragenkante hier auf den Knips am Vorderteil. Der festgesteckte Kragen wird mit einer Hilfsnaht fixiert, also mit 0,7 cm Nahtzugabe. Der Kragen ist befestigt, dann können wir als nächstes den Beleg vorbereiten. Der rückwärtige Beleg wird rechts auf rechts an die vorderen Belege angenäht, die Nahtzugaben auseinandergebügelt und dann die Belegaußenkante mit einer Overlocknaht versäubert. Alternativ könnt ihr die Kante noch einschlagen und knappkantig feststeppen oder aber mit Schrägband einfassen. Nun habe ich meine Jacke mit der rechten Stoffseite nach oben ausgebreitet und stecke hier den Beleg mit der unversäuberten Kante rechts auf rechts fest. Hier schneide ich die Nahtzugaben schräg ab, damit die Stelle nicht so dick wird. Ich stecke die komplette Strecke bündig fest. Hierbei müssen wie immer die Knipse aufeinandertreffen.
Auf diese Weise habe ich jetzt den kompletten Ausschnittbeleg festgesteckt. Wenn ihr das lange Jackett mit der gerundeten Saumkante gewählt habt, könnt ihr jetzt auch gleich den Saumbeleg vorbereiten. Näht die vorderen Belege rechts auf rechts an den rückwärtigen an, bügelt die Nahtzugaben auseinander und versäubert die Innenkante nach Belieben, zum Beispiel mit einer Overlocknaht. Der Saumbeleg wird dann bei der langen Version an die Vorderteilbelege angenäht, anschließend an der Saumkante festgesteckt und dann in einem Abwasch rundherum mit dem restlichen Beleg an die Jacke mit 1 cm Nahtzugabe angenäht. Bei der mittleren Länge und auch bei der Kurzjacke entfällt dieser Saumbeleg. Hier wird einfach der Vorderteilbeleg unten festgesteckt, in diesem Bereich mit 4 cm Nahtzugabe angenäht und dann geht es an der restlichen Strecke mit 1 cm Nahtzugabe weiter. Die 4 cm Zugabe habe ich mir hier zur Sicherheit markiert. Achtet vor allem im Kragenbereich darauf, dass alle Lagen schön bündig liegen. Hier am Saum nähe ich wieder auf der 4 cm Markierung. Der Beleg ist jetzt angenäht, beim langen Jackett auch am Saum. Nun können wir die Nahtzugaben an den Ecken schräg kürzen, hier bei der kurzen und mittleren Version am Saum das ganze Stück, hier oben nur die kleine Ecke. Auf der restlichen Strecke wird die Nahtzugabe des Belegs auf die Hälfte gekürzt. Die stufig gekürzte Nahtzugabe bewirkt, dass die gewendete Kante später schön flach wird. Wenn das getan ist, können wir die Ecken herumstülpen . Den Beleg nach innen wenden . Und die komplette Kante einmal bügeln. Auch hier arbeite ich wieder mehr mit Dampf als mit Druck und bügle die Kante so, dass die Naht genau im Bruch liegt. Im Kragenbereich kommt mein Bügelei wieder zum Einsatz. Bei der kurzen und mittleren Länge können wir auch gleich die Saumzugabe von 4 cm umbügeln. Ich nutze hier zum Abmessen mein Handmaß.
stecke die umgebügelte Kante von rechts fest. Und so sieht jetzt die Jacke mit fertig gebügelter Kante aus. Den Beleg habe ich hier überall noch festgesteckt. Nun können wir die vorderen Kanten einschließlich der Kragenkante absteppen. Ich mache das Ganze 5 mm breit. Mein Tipp: Überprüft jetzt noch einmal, ob genügend Garn auf eurer Spule ist, bevor ihr diese lange Absteppung näht. Hier an der Ecke kommt wieder mein Stoffstück zum Einsatz. Zieht hier am Ausschnittbereich den Kragen zur einen sowie das Rückenteil und den Beleg zur anderen Seite schön auseinander. Und so sieht die Jacke mit der abgesteppten Kante aus. Jetzt können wir noch den rückwärtigen Beleg befestigen. Entweder unsichtbar im Nahtschatten an beiden Schulternähten, sowie an der Mitte mit einem Stück Saumfix, das zwischen die Stofflagen gebügelt wird. Oder aber ihr steppt den Beleg knappkantig fest. Dann habt ihr auf der rechten Seite eine Naht von Schulter zu Schulter. Jetzt ist der Saum an der Reihe. Bei der langen Jacke mit Saumbeleg wird dieser von rechts mit 2,5 cm Abstand festgenäht. Bei der kurzen und mittleren Variante wird die umgebügelte Kante mit 3,5 cm angenäht. Schaut hier bei dieser Jacke mit den Nahttaschen noch einmal, ob der Taschenbeutel dazwischen liegt, dann wird er gleich mit dieser Naht fixiert. Ich orientiere mich hier an der Stichplattenmarkierung. Alternativ könnt ihr auch ein Stück Klebeband anbringen. Die gesäumte Jacke sieht so aus. Nun fehlen noch die Manschetten an den Ärmeln. Diese werden zunächst vorgebügelt, und zwar einmal mittig links auf links. Weiterhin wird die spätere Außenkante hier an der Seite, die mit Bügeleinlage verstärkt ist, 9 mm breit umgebügelt. Dann wird die Manschette mit der ungebügelten Kante, also mit der Innenseite, rechts auf links am Ärmelsaum festgesteckt, wobei am Schlitz jeweils 1 cm übersteht. Und der Knips auf die Ärmelnaht trifft.
Die festgesteckte Manschette wird mit 1 cm Nahtzugabe angenäht. Die Manschetteninnenseite ist angenäht, jetzt verstürzen wir die beiden Kanten. Dafür falte ich die Manschette wie vorgebügelt, rechts auf rechts. Diese Kante hier ist bündig und die vorgebügelte Nahtzugabenkante liegt genau an der Stelle der umgeklappten Nahtzugabe. Beide Seiten stecke ich fest. Und nähe sie jeweils zusammen. Auf dieser Seite beginne ich hier am Bruch. Und das Nahtende verläuft genau an der Ärmelnahtzugabe und endet auf der ersten Naht. Auf der zweiten Seite beginne ich genau an der Naht. Und nähe weiter bis zum Bruch. Wenn das getan ist, können wir die Nahtzugaben an der Innenseite etwas kürzen. Und die Manschette wenden. Hier am Schlitz drücke ich die Manschettennahtzugaben auseinander und lege die Ärmelnahtzugabe genau dazwischen, sodass alles schön straff zusammenliegt. Gegebenenfalls könnt ihr hier auch noch mal die Nahtzugaben ein wenig verschneiden. Auf der anderen Seite rücke ich ebenfalls wieder die Nahtzugaben zurecht. Jetzt stecke ich die vorgebügelte Kante an der ersten Naht fest, sodass sie diese gerade so verdeckt. Und überprüfe noch einmal, dass auch die Innenseite der Manschette durch die Nadeln festgesteckt wurde. Falls euch die Ecken hier immer noch zu knubbelig sind und ihr ein anderes Material als Kord verwendet, also zum Beispiel Jeans oder einen Wollstoff, könnt ihr die Stellen auch ganz vorsichtig mit einem Hammer flach schlagen. Das Ganze habe ich schon mal in diesem Video gezeigt. Jetzt wird die komplette Manschette abgesteppt, hier an der offenen Kante knappkantig und der Rest mit 5 mm Abstand.
Ich beginne hier an der Ärmelnaht. Hier achte ich darauf, dass die Bruchkante die Naht verdeckt. Und hier geht es mit 5 mm Abstand weiter. Auf diese Weise habe ich jetzt beide Manschetten angenäht. Jetzt fehlen nur noch die Knöpfe. Die einfachste Variante sind Druckknöpfe. Ich zeichne zunächst am rechten Vorderteil die Knopfposition anhand der im Schnittmuster enthaltenen Schablone an. Wenn die vordere Kante durch das Nähen und Bügeln eventuell geschrumpft ist, zeichnet nur die erste und letzte Knopfposition an, messt die Strecke dazwischen aus, teilt sie durch 5, um dann die restlichen 4 Knöpfe anzuzeichnen. Alle Positionen sind markiert. Jetzt könnt ihr auf die Rückseite an die entsprechenden Stellen Wonderdots aus Bügeleinlage aufbügeln, um zu verhindern, dass die Knöpfe später ausreißen. Zuerst werden die Knopfoberteile mit dem entsprechenden Werkzeug angebracht. Ihr könnt es entweder in das beiliegende Plastikteil einsetzen und mit dem Hammer einschlagen, oder aber ihr nutzt die praktische Variozange. Ebenso könnt ihr das Loch an der Knopfposition mit dem Werkzeug machen oder aber eine Lochzange dafür nutzen. In dem Loch befestige ich jetzt mit der Variozange das Oberteil. Achtet darauf, dass das farbige Oberteil auf der Innenseite flach gequetscht ist und somit der Knopf einen guten Halt hat. Auf diese Weise habe ich jetzt alle Oberteile befestigt und auf der anderen Seite die Position für die Unterteile mit der Schablone angezeichnet. Wenn auch hier die Löcher gestanzt sind, werden die Unterteile mit dem entsprechenden Werkzeug fixiert. Wenn die Knopfleiste fertig ist, geht es weiter mit den Ärmelmanschetten. Für die Knopfposition gibt es im Schnittmuster eine Schablone. Das Knopfoberteil kommt an den Oberärmel, also an die Manschettenseite, an der die Falte ist. Bei den Taschen werden zuerst die Oberteile anhand der Schablone an die Taschenklappen befestigt. Dann drücke ich einfach drauf und habe so die Position für die Unterteile. Wenn ihr eure Jacke mit Knopflöchern arbeiten wollt, wie bei diesem oder diesem Beispiel, dann schaut euch die Maßangaben dazu in unserem Schnittmuster an. Wenn alle Knöpfe befestigt sind, ist die Jacke fertig. Juhu, juhu, ich bin bereit für den Herbst. Und ihr? Habt ihr auch Lust, euch diese Kordjacke zu nähen?
Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, auch wie euch die Anleitung gefallen hat. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben und sage Tschüss, bis zum nächsten Nähvideo.